Hallo, ich bin Anja und von mir gibt es jetzt ein Video über Entitäten, Wesenheiten auf Deutsch. Wer bin ich? Was mache ich hier? Also, ich bin ein sogenannter Talk to the Entity Facilitator, also jemand, der dein Leben leichter macht, wenn wir Kontakt haben, reden. Das heißt facilitieren auf Englisch von Access Consciousness. Und da gibt es nochmal eine Spezialkategorie mit den Entitäten sprechen. Ich bin jetzt der deutsche Präsentator, weil ich habe einfach Lust auf Deutsch zu sprechen und ich finde, im Deutschen gibt es viel zu wenig, das sich mit der geistigen Welt pragmatisch ja, auseinandersetzt. Und das tue ich heute in dem Video. Also, du bist hier richtig, wenn du mehr wissen möchtest, was Wesenheiten sind, über Entitäten, was man hier verändern kann. Und lass mich dich mal einladen, dass du dran bleibst und dir mal anhörst, was ich erlebt habe, das so weit über das, was man sehen kann, hinausgeht. Weil darum geht's ja. So. Und warum kann ich dieses Video hier machen? Ich bin seit 2017 Talk to the Entity Facilitator. Das sind 6,5 Jahre und in dieser Zeit habe ich so viel erlebt. Mit mir, mit den Leuten in der Klasse, mit meinen Kunden und Klienten. Und darüber möchte ich ein bisschen reden. Und ich starte bei Wer ist Anja? Wo kommt sie her? Und du wirst lachen. Ich habe keine herausragende Geschichte. Bei mir in meinem Leben gab es bis, ich denke, Anfang 20 überhaupt kein bewusstes Reden, Sagen, Sehen, Fühlen, Hören über Wesenheiten. Was sind überhaupt Wesenheiten? So viel. Es sind Geister, Verstorbene, aber auch der Baum von meinem Haus ist eine Wesenheit. Und ich sag dir, mein Nussbaum da außen, boah, der hat faustig hinter den Ohren. Naturwesen. Mein Auto ist definitiv eine Wesenheit. Mein Business, also du merkst, es geht nicht nur um Verstorbene, gell? Und der Untergrund dieses Videos ist für mich der Überbegriff geistige Welt und damit zu sein, zu inkludieren. Und es war gar nichts, als die Anja aufgewachsen ist. Meine Eltern sind fernab dieses Engel irgendwas. Ich weiß nicht mal, was die denken. Also gibt es bei mir keine, ich war als Kind schon immer hellsichtig Geschichte. Weil das wird, finde ich, am allerwenigsten erzählt. Manchmal sagen die Leute, ja, und als Kind und dann gab es das Ereignis, bei mir gar nicht. Aber als ich begonnen habe, mich für Persönlichkeitsentwicklung, für Ganzheit, für Gesundheit zu interessieren, das war Anfang meiner 20 Jahre, ich war so, durch eine schwere Erkrankung war ich so ungefähr 23, sind mir Engelbücher in die Hände gefallen, was noch, Schamanismus und so weiter. Und dann habe ich mich da durchgelesen und habe halt immer alle Übungen gemacht, die in den Büchern waren. Und ich habe auch viel Geld investiert, um da zu Seminaren zu gehen. Und dreimal darfst du raten, wie es mir da ging. Oh mein Gott, ich habe mich so fehl am Platz gefühlt. Warum? Ich habe Dinge immer anders wahrgenommen als die anderen. Dinge anders gesehen als die anderen. Wenn es hieß, oh, das Wurzelchakra ist ja so schön rot. Ich mir, okay, ich sag nichts. Bei mir ist das nicht rot, ja? Oder wenn es hieß, oh, das dreht sich rechts rum. Aber mir so, ach Scheiße, wie rum dreht sich das? Was sehe ich? Und ich sage dir diese Geschichte, um Mut zu machen, weil ich bin jetzt so wahrnehmend und hellsehend. Das hätte aber bei mir keiner geglaubt. Warum? Weil das total, komplett verschüttet war. Total. Ich bin dann nur gelandet, weil es darum ging, hey, wie wirst du gesünder? Und irgendwie wusste ich, da gibt's noch mehr. Natürlich auch durch meine schwere Erkrankung habe ich mich mit Tod auseinandergesetzt. Was passiert denn, wenn wir sterben? Elisabeth Kübler-Ross kennt jeder im deutschsprachigen Bereich, ja? Aber was ist darüber hinaus noch möglich? So, und all die Jahrzehnte, das ist jetzt lang her,
das sind 3 Jahrzehnte jetzt, ist es jedes Jahr besser geworden. Bis ich irgendwann mal kapiert habe, hör zu, was meine Zugänge sind. Was ich alles wahrnehme, was andere nicht wahrnehmen. Und dabei hat mir Talk to the Entity endlos geholfen. Endlos. Warum? Davor ging es immer nur darum, Chakrafarben sind so, Engel erscheinen so, das ist so. Dann hast du die Kategorie, ja, was war immer unten? Die Naturwesen, dann die Elementarengel, dann irgendwann die und so weiter. Ja, und die Elohim sind die größten und so weiter. Und ich dachte mir immer, irgendwie bin ich falsch hier. Das war übrigens das Jahr, bevor ich Access Consciousness kennenlernte. Und ich weiß, ich habe ständig überall die Frage gegeben, da muss es doch noch was anderes geben. Das kann es doch nicht gewesen sein. Ja, und dann kam Access in mein Leben. Und jetzt sage ich dir mal ein paar mega Werkzeuge, die mir geholfen haben, bei Access wieder mich zu haben, anstatt das, was ich angeblich sehen soll, wahrnehmen soll oder im schlimmsten Fall nicht. Und im deutschsprachigen Bereich ist es so ein Stiefkind, ja, dass du eine feinstoffliche Wahrnehmung hast, dass du wahrnehmen kannst auf unterschiedlichen Arten und Weisen. Und bei mir war, in diese Welt reinzukommen, gestärkt und gekräftigt aus meinem Wissen, aus meinem Sein heraus, nicht das, was ich in irgendeinem Kurs gelernt habe, war, Ohren auf, was weiß ich hier? Ich habe mich immer gefragt, was weiß ich, was kann ich, was kein anderer kann, was ist meine Art wahrzunehmen, welche Möglichkeiten habe ich mit der geistigen Welt, und weißt du, was dann passiert ist? Dann habe ich gemerkt, oh mein Gott, ich mache das mein ganzes Leben lang und niemand hat es mir gesagt, ich glaube auch keiner hat es gewusst, deswegen konnte es mir keiner sagen. Und ich habe gemerkt, dass ich ein Naturtalent bin und aber halt ganz anders, wie es in den Büchern steht. Ich habe zum Beispiel gemerkt, mit der geistigen Welt sein, mit Entitäten in jeglicher Form sprechen, ist für mich wie Schokolade essen, ist für mich wie Zähne putzen. Und das musst du aber erst mal wissen, weil was passiert denn? Dir wird gesagt, du musst eine Kerze anmachen, du brauchst einen gewissen Mondzyklus, es muss so und so sein. Und mir war das so anstrengend und dann habe ich mich so falsch gemacht dafür. Und über dieses ist übrigens eines der mega genialen Werkzeuge von Access in der Frage sein, weil eine Frage gibt dir Gewahrsein und dem Universum die Möglichkeit, dir beizutragen. Oh Baby, das Universum hat mir beigetragen, indem es mir gezeigt hat, wie ich wahrnehme. Ich war dann selber in Talk to the Entity Kursen, in vielen Kursen und habe gemerkt, ich kann das alles. Oh, sorry für den Ton. Ja, und ab da ging es weiter, weil wenn du dir mal erlaubst zu wissen, hey, ich nehme wahr. Jetzt mache ich dir mal ein Beispiel. Bisher war das vielleicht ein bisschen grobglotzig. Ein Beispiel ist, wenn einer zu dir sagt, Naturwesen sehen so aus und Naturwesen gibt es nur in der Natur oder an Pflanzen. Und das glauben dann alle. Und dann erlaubst du dir nicht deine Wahrnehmung. Und einen meiner Wahrnehmungskanäle ist Hellhören und Hellwissen. Das heißt, die Naturwesen haben mich einfach angequatscht und ich dann so, oh, wer redet hier mit mir? Wer bist du? Und über den Dialog, das Gespräch, bin ich dann draufgekommen. Und das andere, was hier total unter den Tisch fällt, überall, was mir Talk to the Entity geschenkt hat, ist Hellwissen. Und in meinen Kursen sage ich immer, naja, wenn du hellwissend bist, dann hast du wegen die Arschkarte gezogen. Weil da gibt es keine Beweise. Du musst dir vertrauen. Ich stell dir jetzt mal dar, wie ein Hellwissen aussieht, ja, wie sich das anhören kann, so, da außen ist was. Da außen ist was. Und dann schaue ich hin, okay, da außen ist was. Und dann muss ich mir vertrauen. Da außen vor meiner Terrassentür ist was. Ja, und dann tune ich mich da wegen ein. Ja, und jetzt kann ich so kleine Wesen wahrnehmen. Und
Und auch das ist bei mir zum Beispiel ganz unterschiedlich. Manchmal kriege ich konkrete Bilder, manchmal habe ich sage es immer, Energiesignaturen. Das sind so Energien, die sich so bewegen in den verschiedensten Formen, Farben. Und ich möchte, bevor ich irgendwie die Rundung noch kriege, ohne hier einen ganzen Vortrag zu halten, mal mit dir durchgehen, alle Dinge, die mir einfallen, wie du wahrnehmend sein kannst mit der geistigen Welt. Es gibt ein Hellriechen. Oh Baby, weißt du, wie oft es bei mir nach Rauch riecht und keiner ist da? Es gibt ein Hellsehen in allen Formen. Es muss nicht klar mit Bildern sein, ja? Dann gibt es ein Hellhören natürlich. Dann gibt es dieses Hellwissen und Hellspüren. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, das ist einfach ein Intro-Geschenk-Video. Ja, so. Wie ging es weiter? Wenn dir nicht klar ist, wie ging es weiter mit der Anja, dass du das hast, was ich jetzt beschrieben habe, dann verwendest du das in den meisten Fällen gegen dich. Was hat die Anja gemacht? Ich habe Menschenmassen gemieden, ich habe manche Orte gemieden, manche Menschen. Weißt du, was ich jetzt darüber weiß? Meine Sensitivität der Wahrnehmung von anderen Wesen war so groß, dass, wenn was unangenehm war, habe ich es einfach gemieden. Und jetzt weiß ich aber, was zu tun ist. Ich benutze die Entitätenwerkzeuge. Ich frage zum Beispiel, hey, was ist hier los? Und jetzt erzähle ich dir ein Beispiel. Welches nehme ich denn von den vielen, die ich als Talk to the Entity Facilitatorin erlebt habe, wo sich das Leben von einem meiner Kunden komplett gedreht hat? Ich weiß, was wir nehmen. Also, das kann nicht jeder, aber das war schon eine Frau, mit der ich Jahre gearbeitet habe. Und sie hatte auch schon einen Entitätenkurs bei mir gemacht und meldet sich spät abends, mir geht's nicht gut. Ich habe morgen einen Termin beim Herzspezialisten, mein Herz. Ja. Und der Herzspezialist, das und das ist die Vermutung, oh, frag mich jetzt nicht, ich kenne mich nicht aus. Ich nur kurz präsent mit der Frau und merke sofort, oh, Entitäten. Und es war wirklich, da gab es auch schon Voruntersuchungen beim Herzspezialisten. Ich habe sie da durchgeführt. Wir haben die Entitäten anerkannt, ganz viel mit Entspannung gearbeitet, mit Erlauben, mit Sehen, mit Präsentsein und diese ganze Hektik, die das Herz so schnell zum Pochen gebracht hat, Ängste, die davor standen, war weg, so dass sie ganz ruhig schlafen konnte und die Untersuchung bei allen Ärzten, die ab da kamen, hat nichts mehr erbracht. Kein Befund. Und ich sage nicht, dass das immer so ist bei gesundheitlichen Themen. Es kann aber sein, weil was macht eine erhöhte Entitäten, also Wesenheiten, Sensitivität, von der du nichts weißt, die du überhaupt nicht im Griff hast und wo du keine Werkzeuge hast. Ich kann dir sagen, was die macht. Die macht Schwindel, dass es einen übel ist. Vermeidung. Vielleicht isst du zu viel, weil du nicht kapierst, dass das Wegdrücken deines Gewahrseins dich in ein Essverhalten gibt. Man nennt es Bewältigung. Ja, was gibt's noch? Herzphänomene, Herzklopfen. Was gibt's noch? Kennst du das, wenn die Augen so komisch sind und du nicht sehen kannst? Tinnitus kann damit zu tun haben. Habe ich alles schon erlebt. Das muss man sich halt anschauen, ja? Ich kann dir keinen Katalog geben. Jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat andere Zugänge und kannst dich noch erinnern an der Anfang meiner eigenen Geschichte, dass ich nicht mal wusste, dass ich Wesen wahrnehme. Ja. Und mir wäre es wirklich ein Anliegen, alle, die das sehen, wie wäre es, jetzt in deinem Leben was zu verändern?
dir zu erlauben, anders hinzuschauen, anders, wie es in den Büchern steht, wie du es im Seminar gelernt hast. Oder komm zum Talk to the Entity Kurs von mir. Was heißt anders? Anders heißt, du kriegst jetzt eine Hausaufgabe von mir, wenn du die haben möchtest. Frag dich, was nehme ich wahr? Was sind meine Zugänge zur geistigen Welt? Du bist ja nicht umsonst bei diesem Video gelandet. Was nehme ich wahr, das ich vorgebe, nicht wahrzunehmen? Und vertrau dir, folge dann diesen Impulsen. Und das Geschenk, das ich bekommen habe, ist eine Kraft, eine Power, ein Stehen in meiner Wahrnehmung, das sich gewaschen hat. Weißt du, ich kann halt Aktien fragen, weil für mich ist es, ob ich jetzt mit einem Geist rede oder mit einer Aktie, ob ich mir anschaue, in die und die Bank zu investieren, was es kreiert, das ist das Gleiche. Ich brauche immer mein Gewahrsein und meine Zugänge zu meinem Gewahrsein habe ich geöffnet. Ich glaube, dass auch bei mir noch viel Raum nach oben ist, aber ich kann die Aktie fragen, hey, für was kann ich dich verkaufen? Wann soll ich dich verkaufen, dass du mir Gewinn bringst? Ja, genauso wie ich eine Entität fragen kann, hey, was magst du hier in dem Körper? Wie kommt's, dass du hier abhängst? Ja, das war nämlich bei der Frau der Fall. Das war eine Entität. Oh Gott, jetzt bin ich ein wenig gesprungen. Ich erzähle die Herzgeschichte fertig, die so Angst hatte. Und die Angst hat die Frau gespürt und dachte, es wäre ihre. Und als wir die Entität dann entlassen haben, die hat wirklich den Körper verlassen, ist so eine Entspannung eingekehrt. Und ich kann mich noch an das Feedback der Frau erinnern. Ich war noch nie so entspannt. Ich habe ja gar keine Panik. Ich habe ja gar keine Hektik. Nein, das war die Wesenheit, die sie gespürt hat, die die Hektik und die Panik hatte. Und dazu gibt es ganz konkrete Tools, wie du sowas begleiten kannst bei dir und bei anderen. Jetzt habe ich aber viel erzählt, oder? Eine Geschichte, Möglichkeiten und eine Hausaufgabe hast gekriegt. Ich finde, es reicht für so ein kleines Geschmäckerl. Wie gesagt, lass mich abschließen mit einer Vision, die ich habe. Einer Vision, dass dieser Planet Erde verbunden ist mit allen Wesen, dass es auf diesem Planeten Erde Menschen gibt, die ermächtigt sind, zu kommunizieren, nicht nur mit dem, was man mit den physischen Augen sieht, sondern auf allen Wahrnehmungskanälen. Vielleicht nimmst du das Wort Inklusion, vielleicht nimmst du es Verbundenheit. Wie wäre das? Und wenn du dich jetzt fragst, warum es dir im Wald so gut geht und so weiter, dann frag dich mal, wie viele schenkende Wesen sind im Wald? Also, ich hoffe, ich habe dich ein wenig kitzeln können und ja, viel Spaß mit deiner Wahrnehmung und ganz viel Leichtigkeit. Ich verabschiede mich bis ein andermal. Ciao, ciao. Bye, bye.